Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Nummer 75 von Car420. 3/4 von 100 haben wir erreicht an diesem wunderschönen Dienstagmorgen hier aus Siersdorf, Nachbarstadt von Basweiler. 11:30 etwa, es ist trocken, es ist kalt, es ist kühl. Der Hajo hat die Haare kurz, Ergebnis vom Haareschneiden meiner Frau, die konnte sich meine Corona-Frisur nicht mehr anschauen. Ist schon wieder ein bisschen nachgewachsen, aber das ist super. Sie hat ein bisschen graues Haar weggeschnitten, umso besser. Gibt ein paar sehr, sehr interessante Updates. Und ein Auto, das ich gerne nachmelden möchte. Das ist der Grund für dieses Video. Abgesehen davon, dass unser letztes Video schon 2 Monate her hat. Aber das hat einen guten Grund. Ihr habt wahrscheinlich den Fox-Beitrag gesehen am 12. Dezember. Ich habe ja schon viel erlebt, aber wir waren auf diesen Ansturm überhaupt nicht vorbereitet. Also wir haben bis jetzt über 250 Anfragen bekommen aus ganz Deutschland. Viele neue interessante Autos auch gespendet bekommen. Nach wie vor ist allerdings das Verhältnis Anfragen zu Autos 15:1. Das heißt, 15 Familien fragen bei uns an, die in der Notlage sind. Allerdings haben wir nur ein Auto. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen dran an so einer Autohausstrategie, dass wir da später mal aktiv auf Autohäuser zugehen. Ich sitze gerade über den Jahresabschluss aus dem letzten Jahr. Wir sind, ihr werdet es nicht glauben, 6-stellig. Car420 hat 100.000 Euro Einnahmen generiert letztes Jahr, also insgesamt mit Spendenvolumen Verdreifachung der Mitglieder. Und wir haben aufgrund dieses Fox-Beitrages haben wir sehr viele internationale Anfragen bekommen. Und das ist das wichtige Update, das ich jetzt habe. Ab dem nächsten Video wird der Kanal auf Englisch umgestellt. Wir haben lange darüber im Team nachgedacht, ob wir vielleicht einen englischen Extra-Kanal machen oder einfach diesen Kanal auf Englisch umstellen. Und für mich ist es einfacher vom Handling her, wenn wir diesen Kanal hier einfach auf Englisch umstellen, so dass wir dem auch internationales Publikum auch attraktiv finden können. Da gab es also Anfragen aus Spanien, es gab Anfragen aus Österreich. Gut, Österreich ist natürlich deutschsprachig, aber England, London, die wollen ein Car420 England machen, ein Car420 Spanien machen. Und wir sind jetzt auch Gott sei Dank in der Situation, so viel genug Erfahrungen auch mitzubringen, dass wir auch da jetzt unterstützen können. Und ich finde das richtig gut. Und deshalb wird es auch eine Kooperation mit anderen englischen Kanälen geben und dass wir so ein bisschen auf einen internationalen Approach kommen. So, und jetzt möchte ich euch gerne ein Fahrzeug nachmelden, das wir schon im Dezember bekommen haben. Hier seht ihr das. Und ich drehe die Kamera mal um und stelle euch das Fahrzeug ein bisschen näher vor. So, wie gesagt, haben wir dieses Fahrzeug noch im Dezember bekommen aus Pulheim in der Nähe von Köln. Von einer sehr, sehr lieben Familie, beziehungsweise der Wagen war auf den Sohnemann bereitet. Und ja, sehr netter Kontakt. Und interessanterweise hatte diese Familie versucht, verschiedene Flutopferorganisationen anzugehen, die also sich auch dafür, ihr könnt euch erinnern, im Juni letzten Jahres war es hier in der Eifel oder in der Nordeifel eine erhebliche Flugkatastrophe. Die Ruhrtalsperren sind aufgelöst worden, beziehungsweise, wie sagt man dazu, wenn eine Talsperre geöffnet wird, genau, so ist das Richtige, genau. Und dann sind Düren und Stolberg und so weiter sind im Wasser versunken. Circa 80.000 Autos hat quasi das Leben gekostet. Und was hier interessant ist, da haben sich natürlich in der Nachfolgezeit verschiedene Flutopfer Organisationen für Sachspenden, für Versorgung, Nahrungsmittel, es fehlt ja an allen, auch die Traktoren haben da die Aufräumarbeiten gemacht. Allerdings gab es da auch ein paar, die gesagt haben, wir kümmern uns um Autos, und die Familie sagte, es hat sich keine einzige Organisation gemeldet. Haben dann uns gefunden, Autos für Bedürftige, und haben gesagt, das finden wir richtig gut, was wir auf der Webseite gesehen haben, und haben uns das Auto gespendet. Und wir waren die Einzigen, die relativ schnell geantwortet haben. Das ist auch wirklich einer meiner wichtigen Prinzipien, dass ich versuche, jede Anfrage auch innerhalb von 24 Stunden zu beantworten. Wenn jemand schon ein Auto spenden möchte, dann sollte er auch, anständig behandelt werden, mit Exzellenz behandelt werden. Das Auto ist aus 2003, Mai 2003. Golf 4, wie ihr sehen könnt, in einem wunderschönen Indigo-Blau Perleffekt. Das ist ein Sondermodell Special mit 75 PS, 1,4 Liter Motor, sehr, sehr unproblematisch der Motor. 250.000 Kilometer gelaufen, hatte ganz frisch TÜV bekommen, im Oktober letzten Jahres TÜV bekommen und geht jetzt weg. Das heißt, wir mussten uns da gar nicht mehr großartig um die Technik kümmern. Wir haben jetzt natürlich den Zahnriemen noch gemacht, weil da in den Serviceunterlagen war nicht genau drin. Auto ist original
Das heißt, er steht auch auf den originalen Orbus-Felgen, ist sehr, sehr gut ausgestattet. Also Technikpaket, elektrische Spiegel, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, beheizbare Waschdüsen, 4 elektrische Fensterheber. Was hat er noch? Klimaautomatik hat der Erstbesitzer sich besorgt. Und ja, was haben wir an dem Auto gemacht? Der Kotflügel hier vorne war schwarz. Da haben wir den auf Original blau umgerüstet. Das kann man ja heute fertig lackiert so bestellen. Und der Spiegel war auch schwarz. Und da haben wir für insgesamt 104 plus 30 € haben wir da den Wagen jetzt vernünftig dastehen. Ja, natürlich hat der Wagen gelebt. Schaut da nicht so genau drauf. Aber was mich eben an dem Auto begeistert, ist einfach gesehen von dem Design. Also ich fand den Golf 4 immer schön. Und gehen wir nach hinten. Ja, was mich weiterhin begeistert, dass ein Auto für 250.000 oder mit 250.000 Kilometern so gut dasteht, substanziell so gut dasteht und vor allen Dingen sich auch so stiff und knackig fährt auch. Also Kupplung ist gut, es funktioniert soweit alles. Dann hier, das wäre so der einzigste Wermutstropfen, wenn man mal so ist, die Kofferraumablage hat hier, da fehlt so eine Kontermutter. Ihr seht hier, da ist so ein Konterstück, das fehlt bei der anderen Seite. Sowas kriegt man aber für 30 € irgendwie bei eBay Kleinanzeigen gestellt. Ja, schöner großer Kofferraum, umlenkbar. Wir haben auch 8-fach bereift, also Winterreifen dazu bekommen. Und ist nicht ganz zu gewesen. Ja, was ich eben auch toll finde, ist beim Fahrersitz also nichts, die Sitzwange da nichts aufgerutscht, also richtig höhenverstellbar, ne? Also nichts, der Fahrer sitzt da nicht runtergejockelt. Keine Displayfehler, MFA hatte auch, Klimaautomatik funktioniert. Ja, was natürlich bei dem Golf 4 immer das Thema ist, der Softlack, ne? Also der ist mit der Zeit natürlich dann nicht mehr so schön. Deshalb sind wir hingegangen und haben diesen Türgriff, der meistens davon als erstes befasst ist, ausgetauscht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr das so ein bisschen im Teilehandel nachbestellt, dass das eine richtige Passform hat. Aber hier auch elektrische Spiegel, ne? Das funktioniert auch alles. Das ist diese Special-Einschlägsleiste. Was haben wir noch gemacht? Wir haben neue Fußmatten rein. Wir haben den Ganghebel ausgetauscht. Der war so ein bisschen abgegriffen, haben wir neu gemacht. Und ja, substanziell sehr gutes Auto. Wenn ich jetzt in so einer Notlage wäre und dringend zur Arbeit müsste, ich finde diese Farbe toll, ich finde das Auto toll. Und er ist nach wie vor, also dafür, dass er jetzt 20 Jahre fast auf dem Puckel hat, finde ich das Auto immer noch, wie soll ich sagen, nicht vom Design her nicht alt, ne? Oder schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Auto findet. Golf 2 fand ich gut, Golf 1 natürlich sowieso, Golf 3 naja, und Golf 4 war wirklich vom Design her ein schöner großer Wurf und speziell auch in dieser Farbe, ne? Das ist so ein Perleffektfarbe. Ja, was haben wir noch gemacht? Zweistufig poliert, der Lack war also natürlich nicht mehr so gut in Schuss, der wurde immer da. Gestern habe ich noch ein bisschen hier dran gearbeitet. Und was der Wagen hatte, er hatte über 60 Aufkleber. Also die ganze Heckklappe war voll mit Aufklebern. Und ich weiß noch nicht mal, das waren so Zeichentrickfiguren, die da drauf waren. Und hier auf dem, hier seht ihr auch, ne, Feuerlöscher. Hier waren so, das seht ihr noch so ein bisschen, diese ähnlichen Klebereste. Hier war so ein Schwert draufgeklebt mit irgendwelchen Ritterrüstungsfiguren und so weiter. Also der Vorbesitzer war wahrscheinlich ein Game of Thrones Fan. Ja, so viel zu diesem tollen Golf in Indigo Blau mit Perleffekt. Auto ist am 3.1. schon übergeben worden. Wir hatten es am 23.1. übernommen. Und am 23. und am 3.1. ist es dann übergeben worden, weil da eine Arbeitssituation anstand und wir da relativ schnell agieren mussten. Und bis jetzt einwandfrei gelaufen. Ich fahre den jetzt auch nach Moers zurück. Also das Auto ist nach Moers gegangen. Und ich finde den klasse. Ich finde den einfach klasse. In die Mikrofinanzierung, Auto haben wir, oder liegt vom Wert her so Marktwert zwischen 1200 und 1500 Euro. Da liegen die Fahrzeuge etwa noch, auch mit dieser Kilometerlaufleistung. Und wir haben bis jetzt
circa 730 € investiert. Auto steht jetzt wieder top da und ja, wenn der jetzt einigermaßen gut gepflegt wird, ein bisschen nach Öl geguckt wird und so weiter, dann hat er nochmal 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre noch vor sich. Und ja, in 2033 wird das dann sogar ein H-Kennzeichen werden. Und das ist ein Auto, was ich wirklich auch sehe, was man auch wirklich nicht mehr so selten sieht oder nicht mehr so oft sieht. Nicht mehr so selten, nicht mehr so oft sieht. Verkehr in diesem Zustand und gut, super, so viel dazu. Nächste Video ist in der Mache. Wir werden ich werde euch einen VW Multivan vorstellen, den wir jetzt vor kurzem gespendet bekommen haben. Dann kommt ein Renault Clio in Vertico Grün und das Ganze dann schon in Englisch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und mal sehen, was sich abonnentenmäßig tut, wenn wir jetzt international werden und vor allen Dingen, wenn wir mit internationalen Kanälen apparieren. Tschüss, bis dann. Grüß euch, Hajo.